Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dir in diesem Video eine interessante Taucheruhr von Seiko aus Japan vorstellen. Es handelt sich hierbei um das Modell Seiko Prospex SBB 097J1 Twilight Blue. Dieses Modell ist eine Limited Edition, erschienen im Jahr 2019 und entsprechend dem Erscheinungsjahr hat Seiko die Anzahl der hiervon produzierten Exemplare auf 2019 Stück begrenzt. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, was diese Uhr auszeichnet, welche besonderen Eigenschaften sie mitbringt, abschließend auch nochmal zusammenfassen, was mir an diesem Modell besonders gut gefallen hat und auch nochmal aufzeigen, ob es etwas gab, was mir weniger zugesagt hat. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ausgeliefert wird diese Uhr in der Seiko-typischen Prospex-Schachtel. Wir sehen hier eine einfache Kunststoffverpackung. Was ist alles im Lieferumfang mit enthalten? Wir haben hier wie immer mit dabei die verschiedenen Dokumente. Zum einen die Anleitung für die Bedienung der Uhr, dann hier noch ein zusätzliches Kärtchen für die Limited Edition Twilight Blue, die Seiko Garantiekarte und hier nochmal das Heft für die detaillierten Garantiebestimmungen. Darüber hinaus sehen wir hier beim Lieferumfang, neben der Uhr wird auch noch ein zusätzliches Armband mitgeliefert. Ein schwarzes Kautschukband, wie wir es auch von anderen Seiko-Modellen her kennen. Schauen wir uns die Uhr jetzt gemeinsam im Detail an. Die Uhr wie auch das Armband sind komplett aus einem hochwertigen Edelstahl gefertigt. Erwähnenswert ist hier, dass dieser Edelstahl eine besondere Oberflächenbehandlung erhalten hat. Diese Oberflächenbehandlung soll das Material deutlich widerstandsfähiger machen gegen die üblichen Tragespuren bzw. auch gegen leichte und oberflächliche Kratzer. Das Gehäuse selber hat einen Durchmesser von 44 mm. Eine typische Größe für eine Taucheruhr ist schon eher zu den größeren Modellen zu zählen. Die Gehäusehöhe beträgt 12,7 mm. Das liegt im Mittelfeld. Es ist schön, es ist nicht zu hoch aufgebaut. Auf der Oberseite des Gehäuses ist ein kratzfestes Saphirglas eingesetzt. Dieses Saphirglas ist von der Innenseite her entspiegelt. Wir sehen hier, die Uhr ist insgesamt sehr gut abzulesen, sehr wenig Reflexionen auf dem Glas, klasse gemacht. Das Saphirglas umgibt hier die Taucherlünette. Auffällig ist hierbei, dass diese Lünette zweifarbig gestaltet ist. Wir haben hier die Markierungen von der 0-Position bis zur 15 mit einem roten Farbton hinterlegt. Darüber hinaus die weitere Lünette mit schwarz lackiert. Die Lünette lässt sich wie für eine Taucheruhr üblich nur in eine Richtung drehen. Ihr seht das hier, das Drehen ist verhältnismäßig schwergängig. Die Rasterung ist sehr präzise, so gut wie gar kein Spiel, sehr exakte Verarbeitung, toll gemacht. Das Zifferblatt, sicherlich eines der Highlights von diesem Modell. Wir haben hier einen Blauton, ein mittleres Blau. Je nach Lichteinfall ändert sich hier die Farbtiefe bis zu einem dunkleren Blaufarbton. Das Zifferblatt verfügt über einen Sonnenschliff, hat die Beschriftung Seiko unterhalb der 12, Automatik und unten die Angabe der Wasserdichtigkeit. Die Indizes sind aufgesetzt, mit Metall umrandet, großzügig mit Lumi-Bright ausgefüllt. Lumi-Bright ist das Seiko-spezifische Superluminova, die besondere Leuchtmasse, die nur bei Seiko-Modellen verbaut wird und sehr, sehr gut nachtleuchtend ist, sehr lange anhält. Wir sehen des Weiteren hier auch die Zeiger mit der gleichen Leuchtmasse ausgekleidet. Der Sekundenzeiger hier schön farblich nochmal abgesetzt in einem orangefarbenen Ton gehalten und ein Leuchtpunkt am Ende des Sekundenzeigers. Wir sehen, das Zifferblatt ist eingefasst von der Rehhaut, von der Minuterie. Hier abwechselnd weiße Akzente und in 5 Minuten Abständen orangefarbene Markierungen. Auch sehr, sehr hübsch gestaltet.
das Datum auf Position der 3 auf einer weißen Datumscheibe sehr gut ablesbar und auch nochmal durch eine weiße Markierung eingefasst. Auf der Unterseite der Uhr, hier sehen wir, der Gehäuseboden ist eingeschraubt. Das typische Seiko-Logo für die Taucheruhren, hier diese Taifunwelle. Nicht nur der Boden ist verschraubt, auch die Krone hier seitlich ist eingeschraubt. Auffällig hier, die Krone ist auf Position der 4 angeordnet. Wenn man die Krone hier bedienen möchte, muss man entsprechend erstmal die Verschraubung lösen und kann dann Datum und Uhrzeit einstellen. Wir sehen hier, bei gezogener Krone hält der Sekundenzeiger an. Also hier ein Sekundenstopp für das exakte sekundengenaue Einstellen der Uhrzeit. Zu dem Werk, welches hier verbaut wurde, es ist das Seiko 6R15. Das Werk, welches Seiko in vielen seiner Mittelklasse-Modellen einsetzt. Dieses Werk verfügt über 23 Steine und bietet eine Gangreserve von ungefähr 50 Stunden. Also die Daten von diesem Werk, was die Gangreserve anbetrifft, bewegt sich im Mittelfeld. Die Laufgenauigkeit ist erfahrungsgemäß bei diesem Werk verhältnismäßig hoch und gut. Das Armband, wir sehen hier, dieses Armband ist sehr aufwendig gearbeitet. Ein dreigliedriges Armband mit mattierten Flächen und hier auf den Kanten der Mittelglieder hochglanzpolierte Flächen. Sehr, sehr schön gemacht, sehr gut verarbeitet, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Auch diese Kombination aus den abgerundeten Seitenelementen und diesen etwas kantig wirkenden Mittelstücken. Die Schließe, wir sehen hier eine Sicherheitsbügelschließe, wieder signiert mit dem Herstellerlogo. Hier nochmal ein Druckverschluss. Die Schließe selber sehr schön, sehr massiv gearbeitet. Also die lässt wirklich keine weiteren Wünsche mehr offen. Ich zeige euch jetzt die Uhr nochmal an meinem Handgelenk. Mein Handgelenk hat einen Durchmesser von ca. 18,5 cm. Ihr seht hier, die Uhr liegt perfekt an, passt sehr, sehr schön. Erstaunlich finde ich hier, dass die Uhr trotz ihres sehr, sehr großen Durchmessers von 44 mm immer noch nicht zu groß wirkt und sehr, sehr gut getragen werden kann. Mein Fazit zu diesem Modell. Was mir wirklich gut gefällt, ist die Gestaltung insgesamt. Die Gehäuseform sehr ansprechend, das hochwertig gearbeitete Armband mit diesen kantigen Mittelgliedern. Des Weiteren die Schließe. Alles sehr schön, sehr präzise gearbeitet. Erwähnenswert auch die Rasterung der Lünette, nahezu ohne jegliches Spiel. Aber das sind alles Merkmale, die kennen wir auch von den anderen Prospex-Modellen dieser Serie, die auch exzellent verarbeitet sind. Für mich ist das eigentliche Highlight von diesem Modell die Farbgebung bzw. die Spannung, die diese Farbgebung mit sich bringt. Bemerkenswert ist hier ja das metallische Blau des Zifferblattes, welches sehr stark je nach Lichteinfall seine Farbe ändert, in Kombination mit den grünlichen Superluminova Indizes und Zeigern. Hinzu kommt nochmal ein Orangeton beim Sekundenzeiger und den 5-Minuten-Markierungen. Dann die Rehhaut, die in Schwarz, Weiß und Orange gehalten ist. Das Ganze steht im Kontrast zu der Lünette. Wir sehen hier, dass die Lünette einen rot-orangefarbenen Ton hat, der sich etwas abhebt von den innenliegenden Elementen des Zifferblattes. Dadurch entsteht nochmal eine weitere Unruhe, eine Spannung und die Spannung wird nochmal erhöht durch die schwarze Lackierung der Lünette hier im weiteren Bereich von 15 bis 60 Minuten. Also sind hier zahlreiche Farben
die zum Einsatz kommen, die man erst auf den zweiten Blick erkennt und die dieser Uhr wirklich eine Spannung, eine Dynamik geben, die dieses Modell in meiner Wahrnehmung einmalig macht. Ich bin neugierig darauf, wie dir diese Uhr gefällt, insbesondere in Bezug auf die Farbgestaltung. Gefällt dir auch diese Dynamik, die aus den unterschiedlichen Farben resultiert? Oder ist das für dich ein Design, von dem du sagst, mir ist das Ganze zu unruhig, zu viel Bewegung drin, das spricht mich nicht weiter an? Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du meinen Kanal weiterhin unterstützen möchtest und auch zukünftig kein Video verpassen möchtest, abonniere doch bitte den Kanal. Herzlichen Dank für dein Interesse. Bis bald, dein Michael.